Hi und herzlich willkommen. Ich möchte heute mit dir dieses Bildchen vorbereiten, sowie ein paar Steine in das Sortiersystem sortieren. Das Bildchen habe ich dir schon vorgestellt, falls du es gesehen hast. Ja, wenn nicht, ich verlinke es einmal oben, dann kannst du es dir nochmal anschauen. Ich wollte dieses Bild gerne jetzt im kommenden August painten. Es ist von Diamond Art Club und ich möchte es zu dem Event Japan Event painten. So rum. Ja, ich mache mir ja immer so kleine Kopien von der Legende. Einmal, um mir das mit den Steinchen und allem ins Tagebuch zu kleben und auch damit ich es immer dabei habe. Also ich klebe mir die, Moment, so, ich klebe mir die immer in meine Aufbewahrung rein oder lege sie dann dazu. Wenn das so eine Aufbewahrung ist mit durchsichtigem Deckel, dann klebe ich es mir einmal von vorne rein, damit ich sehe, welches es ist. Und wenn ich den Deckel dann aufschlage, damit ich den Deckel nicht immer hin und her drehen muss. Ja, auch wenn ich die Legende selbstverständlich am Bild habe, habe ich das, also ich persönlich, immer gerne so mit dabei. Ich hatte sie mir hier ein bisschen größer auch ausgedruckt. Die hier werde ich dann nehmen, für in mein Journal reinzukleben, für in mein Tagebuch reinzukleben. Und die kleineren, ja, eigentlich die hier für in meine Aufbewahrung. Genau. Ja. Hier ist einmal das Bildchen. Ich habe alles so locker gelassen, weil ich ja wusste, nachdem ich dir das Bildchen gezeigt habe, dass ich das hier einmal painten möchte und das auch nicht so lange in dem Karton einfach bleibt. Ja, ich habe mir hier noch eine DMC als Fairy Dust dazugelegt, und zwar die 666. Die ist mit in dem Bild enthalten, soweit ich gesehen habe, ja. Und je nachdem, wo die sein wird, werde ich da noch ein paar Fairy Dust Steinchen mit einbauen. Deswegen hatte ich mir die so dazugelegt. Hier ist auch noch das Toolkit einmal komplett. Und wie gesagt, einmal die Leinwand, die Sticker-Legende mit den Daten zu dem Bild. Diese zwei Sachen, das mache ich mir immer ab. Und das werde ich dann zu meiner Legende legen, die ich nehme für mein Journal, für mein Tagebuch. So. Ich weiß gar nicht, wie nennt ihr das? Oder wie nennst du das? Nennst du das Journal oder nennst du das Tagebuch? Ich bin mir bei der Begrifflichkeit immer so ein bisschen unsicher. Denn, ja, kannst du mir gerne mal Bescheid sagen, damit ich da einfach ein bisschen sicherer werde. Genau, so. Einmal die Sticker-Legende lege ich kurz mal rüber. Die Steinchen kommen auch kurz rüber. Denn ich habe es immer ganz gerne, dass ich noch Washi-Tape eigentlich um die Leinwand mache. Aber ich denke, wir schauen mal ganz kurz zusammen, wie es hier aussieht. Denn das Bildchen ist ja schon ein bisschen größer und hat mega viel Fairy Dust im Hintergrund. Der ganze Automat erscheint so ein bisschen metallisch
Und ich finde, da ist das hier, der Fairy Dust, super schön eingesetzt. Es sind auch richtig schöne, poppige, knallige Farben mit dabei. Deswegen, ja. So, schaue ich mal ganz kurz. Der Kleberand geht. Nichtsdestotrotz werde ich gerade einmal hier unten und einmal oben kurz das Washi Tape dran kleben. Ich habe mich jetzt hier für dieses entschieden. Ich fand, das passte ganz gut von den Farben her. Und da kann das dann schön mit dem Bild harmonieren. Dieses Washi Tape mit dem Abkleben, das muss man nicht machen. Ich persönlich habe es aber ganz gerne und deswegen mache ich mir das immer. Obwohl bei kleineren Sachen mache ich das auch nicht, aber bei den großen Bildern, weiß nicht, gefällt es mir halt einfach besser. Mir persönlich, für meine Sachen. Ja, genau. Ups. Muss ich ein bisschen achten. Das Washi Tape, manche lösen das nach dem Painten auch wieder ab. Du kannst es auch, wenn du den Rand zum Beispiel abschneidest, also hier auch mit abschneiden. Oder du ziehst es nochmal ab. Wobei mit dem Abziehen hatte ich auch schon Probleme. Deswegen lasse ich das jetzt immer dran und gucke halt, dass mir das Washi Tape zu dem Bild gefällt. Denn es ist ja immer so ein ganz kleiner Kleberand mit dabei bei der Leinwand, die ein bisschen drüber geht. Und da ist mir dann halt das Washi Tape extrem festgeklebt. Und deswegen war das nur sehr unschön abzulösen wieder. So. Einmal dieser Rand. Ach, das Bild ist schon mega groß wieder. Ich bin mal gespannt, das Event geht ja, ich glaube, den Monat August. Und ich painte ja auch noch andere Bilder. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das fertig bekomme oder nicht. Es stört mich aber, glaube ich, auch nicht, wenn ich es nicht fertig bekomme. Ich freue mich einfach, dass ich da in der Gemeinschaft mitpainte und dass man sich da schön austauschen kann. Da geht es mir dann nicht darum, dass ich schnell das Bild fertig habe. Denn manchmal finde ich das dann auch ein bisschen deprimierend. Das war am Anfang so bei mir. Da habe ich gesehen, dass die Leute ja ein Bild nach dem anderen fertig painten und ich stümpel da an einem Bild rum. Und ja, das war wie gesagt ein bisschen deprimierend für mich, bis ich mir selber halt gesagt habe, warum eigentlich? Es ist doch ein Bild, was dir Spaß macht. Du kannst zwar auch vielleicht etwas schneller painten, aber umso schneller ist das Bild vorbei. Und ja, deswegen habe ich das jetzt abgelegt oder ich versuche es immer wieder mir zu sagen, jeder hat da sein eigenes Tempo und der eine ist wirklich super schnell in den Sachen und der andere halt eben nicht. Und ich finde, dieser Unterschied ist auch was ganz Tolles, denn
Warum sollen wir alle gleich sein? So macht das doch viel mehr Spaß, wenn das alles ein bisschen unterschiedlich ist. Genau. Außerdem sieht man bei den superschnellen Leuten dann immer ganz viele tolle Bilder. Ja. Was manchmal auch sehr gefährlich ist, denn ich finde, wenn die Bilder noch mal fertig gepainted sind, wirken sie ja noch mal ganz anders. Und dann kommt man manchmal auf die Idee, oh, das würde ich auch gern haben. Genau. So, die 2 Seiten links und rechts, die mache ich später. Da werde ich auch schauen. Ja, da werde ich das Dunkle nach innen nehmen und das dann festmachen. So, finde ich, wirkt das schon sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut, das Washi-Tape dabei. Ich hatte noch ein anderes. Wo habe ich das hingelegt? Hier. Mit Kirschblüten. Passt auch sehr gut, weil man ja hier die Kirschblüten an den Seiten hat. Aber da habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Ich fand hier mit dem rosa-blau, weil das hier auch mit so drin ist, fand ich das hier ein bisschen passender. Außerdem dachte ich dann, habe ich das gesehen und dachte, irgendwie, ja, an Naruto. Und deswegen war das halt mit dabei. Hat mich halt daran erinnert. Ja, ich würde sagen, wir kitten mal ein paar Farben ab. Mal schauen. Also den Hintergrund wollte ich auf alle Fälle gerne in eine große Dose machen. Mal gucken, wie das so aussieht. Du siehst, hier sind ganz viele unterschiedliche drin und normalerweise sehen sie entweder so aus oder ganz viele kleine, oder ich glaube, von denen gibt es auch, dass da die Reihen voll sind, die Sachen, und von den großen glaube ich auch. Ja, ich habe 2 Stück davon. Der dritte ist noch im Gebrauch, deswegen ist das hier ein bisschen gestückelt. Aber ist nicht schlimm. Ich hole mir die Sachen raus, die ich dann brauche, und füge sie dann einfach in einer Box hier zusammen, wenn das alles so passt. Da bin ich ja auch mal gespannt. Aber ich werde auch ein paar Steinchen im Beutelchen lassen. So. Denn ja, ich kann sie ja dann aufschneiden und wieder dort einfüllen. Und je nachdem, wie groß es ist, werde ich hingehen. Also wenn ich noch Platz habe von den Döschen her, werde ich halt hingehen und die Sachen dann dort nochmal einsortieren. Aber jetzt erstmal alle Farben so. So, das kommt rüber, das kommt oben hin. So. Und dann würde ich sagen, starte ich. Normalerweise starte ich so, dass ich nach der DMC erst sortiere. Aber ich mache das jetzt einfach so ein bisschen durcheinander. Ich denke, das ist okay. Man muss ja auch mal Sachen ausprobieren, die man nicht so macht. So, es tut mir jetzt leid mit dem Gekruspel. Also den machen wir auf alle Fälle in einen großen und den hier auch. Mal schauen, wie viel in so ein großes reingeht. Ich werde jetzt auch wieder hingehen. Normalerweise klebe ich mir hier
die Sache immer mit einem Washi-Tape ab. Aber ich glaube, Diamond Art Club lässt sich da ganz gut lösen, ohne Rückstände. Und deswegen wollte ich das gerne mal nochmal so versuchen. So, wenn du die Sachen einfüllst, kannst du gerne den Deckel bei den Döschen abmachen und sie dann einfüllen. Was ich auch habe für die Döschen, das hatte ich mir gedruckt, ist ein Trichter von The Bee. Der hat die Sache bei, ich glaube bei culture.com hatte der das drinstehen, habe ich mir die Vorlage gekauft und ja, aber ich glaube, die ist jetzt schon wieder runtergenommen. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas Rechtliches war. Damit hatte ich mich am Anfang nicht beschäftigt. Ja, wie gesagt, du kannst auch das nehmen. Zum Beispiel, also das passt eigentlich auch gut. Da schiebt man die Döschen halt schön rein und dann hat man den Trichter. Ja, das kann man auch so machen. Ich hoffe jetzt einfach, die Steinchen sind nicht zu statisch. Das werden wir gleich zusammen herausfinden. Aber das hier funktioniert schon mal gut. Ich weiß ja auch nicht, was mit dem Sommer los ist momentan. Bei uns ist es wirklich mal schwül warm, also wirklich schwül warm. Und dann kommt wieder ein kräftiges Gewitter, ein kräftiger Regenschauer. Ja. Aber gut, so ist das Wetter halt. Was will man machen? Zum Glück haben wir da keinen Einfluss drauf. Denn sonst wird das wahrscheinlich nur Streit geben. Genau, ja, auf jeden Fall mit dem Wetter. Was will man machen? Kann man nur froh sein, wenn nichts Schlimmes dann passiert. So, schauen wir mal, ob da 3, oje, oje, das war etwas knapp, 3 Tüten reingehen, aber funktioniert. Sehr schön. So. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Deckel immer so abmache, dass das dann hier nicht mehr so gut hält. Aber das ist vielleicht nur so ein Gefühl. So, die Hintergrundfarbe oder die Automatenfarbe lasse ich jetzt auch so. Die lege ich jetzt, die restlichen 6 Beutelchen, lege ich einmal rüber. So, dann schauen wir mal die 23, 38, 23, da. Du siehst halt hier immer schön, da ist die DMC-Nummer auf der Legende und die ist auch hier einmal unterstrichen. Gut, da das jetzt 3 Stück sind, müssten die ja rein theoretisch alle passen. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich auf das Event. Auch wenn ich das Bild, wie gesagt, wahrscheinlich nicht fertig bekomme. Das ist nicht schlimm. Dann wird es ein andermal fertiggestellt. Ich habe sowieso relativ wenig Wips. Und deswegen passt das für mich schon. Ja. Und irgendwann wird es dann halt fertig. Wobei, vielleicht geht das Ganze hier dann auch schneller, als man nachher denkt, weil
Es hat ja relativ viel Color Blocking an den Seiten. Zum Beispiel hier der Automat, wie gesagt, hier der Hintergrund. Hier bei der Milchtüte, hier unten am Automaten. Zum Beispiel, ja. Also es könnte, wie gesagt, auch sein, dass alles schneller geht, als man sich das denkt. So. Aber wer weiß das schon. Ich freue mich jetzt auch. Ab nächster Woche habe ich mal 1,5 Wochen frei. Habe ich ein bisschen Urlaub. Auch jetzt bei uns hier dann in den Sommerferien. Ist zwar halt zum Ende der Sommerferien hin, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es soweit ganz gut. So, jetzt bin ich am Überlegen, denn das ist sehr statisch geladen, ob ich da nicht dann doch vielleicht ein Tüchlein nehme. Ich habe ja jetzt die vom DM. Die sind aber so extrem weich. Ja, ich meine, erfüllt ja seinen Zweck, von daher alles gut. Dann passt das. Wieso nicht? Das muss doch genauso passen wie die anderen auch. So, schauen wir mal, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Na? Mal gucken. Ich klopfe die dann immer noch mal so ein bisschen. Hast du ja gehört, aber ich glaube, das Döschen ist ein bisschen voll. Muss ich ein bisschen vorsichtiger öffnen und gucken, dass ich hier vorne den Nupsi da frei kriege, denn sonst geht es nicht richtig zu. Und das wäre fatal, wenn das nicht richtig zugeht. So. Flupp. Voll bis oben hin. So. Dann schauen wir mal weiter, wo wir noch ein paar mehr Farben haben. Einmal der Roséton und das hier ist auch noch ein Z-Stein, ein Faridas-Stein. Das sind auch 3 Stück. Das dürfte auch noch mal in einen großen reingehen. Hatte ich nur 2 große rausgelegt. Dann hole ich noch einen dritten. So. Hier sind noch Klebereste von dem letzten Bild drauf. Aber gut. So, und weg. So, dann haben wir den mal noch. Mal schauen, da kommen jetzt die Tütchen nicht ganz so groß vor. Ja, wenn du das siehst. Das Tütchen hier sind 2 etwas kleiner und der Rest ist größer.
Ich muss jetzt auch mal noch gucken, weil ich will noch meinen Monatsrückblick drehen. Heute ist der Dienstag, der 29. Aber ich habe noch ein paar Tage Zeit. Mal schauen, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir aufgeschrieben hatte am Anfang des Monats. Und dann muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich so ungefähr den nächsten kommenden Monat plane. Ich habe das immer ganz gern als so eine kleine Richtlinie für mich, als roter Faden einfach, damit ich mich daran ein bisschen orientieren kann einfach. Ja. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach hier mit der Schlange. Die 3811. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das da alles reingeht. Lassen wir uns überraschen. Mal schauen. Ich werde es testen. Magst du eigentlich so Kitting-Ups oder bist du eher der Typ, oh, nee. Ich muss dir sagen, ich drücke mich ganz gerne, normalerweise. Da wäre ein kleineres Döschen besser gewesen. Aber, ja, ich mache es bei den Tütchen trotzdem, weil hoppala, ich das nicht so mag, aus den Dingern da zu painten. Aus wiederverschließbaren Tütchen habe ich schon gepaintet. Das ist auch je nach Anzahl der Farben super. Aber bei einem ganz großen Bild habe ich das noch nicht gemacht. Ich habe es schon bei den Minis gemacht von Diapop und von Karat Art, das habe ich abgekittet. Aber Diapop hat, glaube ich, 68 oder 69 Farben. Bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unschlüssig bei seinen kleinen Bildern. Genau. So, einmal das. Ich habe mir doch wirklich nur die großen daraus gelegt, anstatt auch die kleineren. Siehst du mal. So. Machen wir doch die noch dazu. Ich bin mir aber auch wirklich sehr unsicher bei den Sachen immer. Das ist schon manchmal etwas schwierig. Da ist man dann bei den Drehdöschen immer auf der sicheren Seite, weil die haben nur eine einheitliche Größe. Fertig. Die 601. Die 162.
Nimmst du auch an dem Japan-Event teil? Oder bist du eher nicht so der Event-Painter? Da sind ja keine Grenzen gesetzt, also man kann ja wirklich sein Hobby so schön verbringen. Egal ob bei Event oder nicht. Das ist schon immer eine schöne Sache dann. Was ich ein bisschen schade fand, diesen Sommer bis jetzt, bei mir zumindest, ist, dass ich gar nicht so viel draußen painten konnte, weil es, wie gesagt, bei uns gar nicht so das Wetter hergibt. Deswegen ist das bei uns leider nicht so. Aber gut, was will man machen? So, die 3843. Ja, denn ich painte eigentlich sehr, sehr gerne draußen auf der Terrasse bei uns. Oder eher Garten. Und genieße da einfach die Zeit, einfach draußen zu sein. Und dabei das zu machen, was mir Spaß macht. Ja, aber wie gesagt, das Wetter gibt es momentan nicht her. Da haben wir noch einen blauen Fairy Dust. Ne, einen blauen. Komm mal her. Wenn ich die Steinchen noch zuordnen kann, mache ich das gerne. Wenn ich sie nicht mehr zuordnen kann, kommen sie rüber. Am besten mache ich das mal. Schneide ich das hier mal ab. Dann passiert das nicht, dass sich die Sachen da drin verklemmen oder darunter versteckeln. Na? So. Ja. Schön. Wirklich schöne Farben. Zwar von allem viel, aber trotzdem sehr, sehr schöne Farben. So, dann haben wir hier noch mal was Großes. Jetzt bin ich aber am Schauen. Das werde ich aber in so einen kleinen machen. Die 6010. Weil ich es gerne habe, wenn alle Steinchen dann in einem Sortiersystem sind und ich nicht noch irgendwie hingehen muss und mir noch was dazu stellen muss. Am besten probieren wir erstmal das eine hier aus, ob das reingeht und ob noch Platz ist. Und sollte das dann der Fall sein, kann ich immer noch gucken, dass ich noch eins dazu nehme. Ich habe jetzt ein bisschen stürmisch geschüttet, aber da könnte sein, dass das noch dazu geht. Ich nehme jetzt einfach mal das, weil da habe ich das Gefühl, ist ein bisschen weniger drin. Und wenn nicht, habe ich Mist gebaut. Wobei, dann ist es halt so, dann nehme ich ein Tütchen fertig aus. Das könnte aber noch funktionieren. Na, komm schon. Die letzten Steinchen noch. Na. So.
Und hier sind auch die neuen Nummern, die 6000er Nummern sind ja von Diamond Art Club selbst. Und darauf freue ich mich auch, dass ich das mal so ein bisschen testen kann einfach. So, dann haben wir den AB-Ton. Ach, ich hätte auch warten können. Ups. Das sind noch 3 rosane. 2, 3, 4. Die kommen noch in das Döschen rein. Die passen auf alle Fälle noch. So. Alle drin. Ja, wenn du natürlich mit dem Sticker jetzt wartest, dann kann man das alles viel leichter wechseln. Nicht so wie ich, dass ich den Sticker nochmal abholen muss und dann gucken muss, sondern du kannst einfach die Steinchen wechseln und dann den Sticker drauf machen. So, aber das passt. Schön, auch ein schöner AB-Ton. Doch, es sind sehr, sehr schöne Farben dabei bei dem Bild. So, dieses Mal richtig rum. Erst die Steinchen, dann den Sticker. Ja, ich freue mich jetzt auf den Urlaub. Auch dass die Kinder die Ferien dann haben. Wir haben schon gesagt, dass wir nicht viel machen. Ich habe jetzt spontan noch ein paar Tage im Harz gebucht. Und dann werden wir für ein paar Tage in den Harz fahren. So, jetzt war ich natürlich mega schlau und habe das Tütchen, die 63 war das Tütchen weggetan, ohne den Kleber zu gucken. Aber gut, so bin ich manchmal. Was will man machen? Ja, manchmal ist das. Manchmal ist man mit den Gedanken ganz woanders und denkt sich dann, was hast du jetzt wieder gemacht? Genau, aber gut. Da bin ich hoffentlich nicht alleine. Das kennen bestimmt auch ein paar andere. Ja, so ist es. Jetzt muss ich mal noch gucken, wenn wir dann in den Harz fahren. Wir haben uns ein Haus gemietet. Das mache ich immer ganz gern, weil wir haben ja den Hund. Und bei dem Haus hat man einfach auch ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Rückzugsmöglichkeiten. Auch für die Kinder. Die sind ja jetzt im jugendlichen Alter. Von daher ist das ganz schön. Ein Teil der Sachen werde ich mitnehmen. Also so Salz, Pfeffer und das alles zum Kochen. Das werde ich mitnehmen. Und einen anderen Teil werde ich halt da kaufen. Ja. Gut, mit Hund ist es auch immer ein bisschen voll im Auto. Aber
Da ist man dann schön eigenständig. Ich habe jetzt auch schon geguckt, dass wir ein paar Sachen gucken gehen. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Sehenswürdigkeiten gucken gehen. Ich habe den mit den Kindern auch besprochen und natürlich auch mit meinem Mann, dass wir auch an einem Tag da eine große Wanderrunde gehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, da ist wohl auch ein Bergwerk in der Nähe, was wir uns anschauen gehen. Also so ein Museum dazu. Und das machen wir ja einfach mal von zu Hause einmal rauskommen und einfach ein bisschen was anderes sehen. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut so. Ja, fährst du denn in Urlaub oder fliegst du in Urlaub? Bei uns ist Fliegen ja so, naja, weil wir haben den Hund. Ich glaube, ja, das geht bei uns halt nicht. Ich möchte es auch nicht. Ich habe meine Hündin immer dabei. Und ja, deswegen, das möchte ich dann auch nicht. Ich möchte sie auch nicht in einer, wie nennt man das, Tierpension oder so geben. Ich möchte sie auch nicht unbedingt zu meinen Eltern geben oder zu meinen Schwiegereltern. Denn die sind schon älter. Und da muss das nicht sein, finde ich jetzt. Für mich. Also, nö. Ja. Mal schauen, wie das wird. Ich glaube, da freut sich jetzt auch jeder drauf. Deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen gucken, weil ich dir, wie gesagt, noch den Monatsrückblick zeigen wollte. Und ja, mal schauen. Mit Packen und allem, da komme ich nicht so gut zum Painten. Aber ich bin, wie gesagt, auch die Woche jetzt noch arbeiten. Von daher, ja. Warst du schon mal im Harz? Kann man da irgendwas Schönes noch schauen? Wir wollten auf alle Fälle mal gucken, dass wir zum Brocken fahren. Wobei ich jetzt festgestellt habe, der Brocken ist ja noch einige Zeit weg. Aber da könnte man ja dann auch einen Tagesausflug hinmachen. Und ich hoffe, er ist nicht so voll. Ja. Ja, mal gucken, mal gucken. Ich bin schon sehr gespannt. Ich persönlich war noch nie im Harz. Wir sind normalerweise, wie ich kleiner war, immer an die Nordsee gefahren oder in die Heide. Da sind wir auch viel hingefahren. Auch sehr, sehr schöne Gegend. Würde ich auch gern noch mal hin, aber da hatte ich geschaut, so spontan mal. Aber das war von der Urlaubskasse nicht drin. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir woanders ein paar Abstriche machen. Aber das ist es mir wert, muss ich ja ehrlich sagen. Denn das tut ja nicht nur mir gut, sondern das tut auch den Kindern gut. Es tut dem Geist gut, dem Körper gut. Ich finde, das ist schon ein bisschen was wert. Ja. Dass man sich das auch mal, ja, gönnen will ich nicht sagen, aber dass man sich dafür auch mal ein bisschen Zeit nimmt. Wie gesagt, es ist halt nicht lang, es sind nur ein paar Tage. Ja, aber besser wie gar nichts. Für mich jetzt. Ja. Obwohl wäre das jetzt nicht so vom Preis her gewesen, dass ich gesagt habe, ja okay, das ist
vollkommen für mich jetzt okay oder für uns okay, dann wären wir auch nicht in Urlaub gefahren. Ja. Ich bin auch nicht so ein Typ, der dann schon jetzt in dem Jahr, das so nach dem Motto den Urlaub plant für nächstes Jahr. Das könnte ich auch gar nicht her von der Arbeit. Ja, weil wie man sieht, manchmal ist es halt so, dass man, jetzt habe ich das schon wieder weggeschmissen, dass die Sachen da immer ein bisschen anders kommen, als man sie plant. Wie gesagt, 38 da. Deswegen. Aber das soll jetzt nicht Gemecker sein oder sowas, sondern das ist halt so. Ja, ich glaube, das kennt auch jeder von uns, dass manche Sachen einfach passieren und da hat man halt dann keinen Einfluss drauf. Ja. So ist das. So. 52. Also die Farbpalette, wo hier jetzt schon drin ist, sieht ja wirklich wunderschön aus. Ich bin mal gespannt, wenn alle Farben drin sind, wie es dann wirkt. Hier habe ich noch eine mega lange Schlange. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt gerade kurz schnell alleine weiter. Und dann zeige ich dir gleich das Endergebnis. So, ich habe jetzt noch die letzten 5 Farben. Und die wollte ich einmal mit dir noch zusammen in die Döschen bringen. Ja, ich glaube, du siehst es hier. Oh, es geht nicht auf. Es sind viel zu viele. Aber ist nicht schlimm. Ich denke mal, dass ich dann halt das andere Case davon noch nehme. Und dann ist es auch gut. Dann werde ich da noch meine Painting-Sachen reintun. Also ein Schiffchen, der Stift, vielleicht auch Wachs. Und das dann so handhaben. Ja. So ist das. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte ein Steinchen verloren, aber nein. Das war jetzt die 60. Wo ist denn meine 59 da? Trotzdem. Wo ist denn meine 56? Da. Okay. Gut. Dann passt das schon wieder. Die 60, die 61. Ja. Ich hätte die Hintergrundfarbe sozusagen nicht in ein großes Döschen packen sollen. Dann hätte es gereicht, aber auch nicht schlimm. Dann ist es jetzt so. Tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Von den Döschen her, von den schmalen hier hat es auch nicht so gereicht, wie ich mir das dachte. Da habe ich noch Döschen genommen von meinem Easter Mystery. Denn da war ja ein Fehler mit den Steinchen.
und die sollte man ja ersetzen, oder die wurden komplett ersetzt, und deswegen ja, habe ich mir da dann die Döschen genommen, weil das Bildchen mit dem Easter wird noch ein bisschen, also mit Ostern, das wird jetzt ein bisschen warten. Aber da bin ich auch froh, dass das alles so schön und reibungslos geklappt hat. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, das war von der Firma Diapop. Und da gab es wohl Probleme mit den Steinen. Ich hatte das Bild zum Glück noch nicht angefangen, sondern wollte da noch warten, bis wirklich Ostern ist. Und ja, dadurch, dass es dann Probleme mit den Steinchen gab, hat Diapop einmal einen Teil der Steinchen erst ersetzt. Dann gab es leider immer noch mal wohl ein kleines Problem. Da hatte ich es dann aber schon abgekittet. Und ja, dann wurde das einfach einmal komplett neu den Kunden zur Verfügung gestellt. Also komplett zugeschickt. Ohne Wenn und Aber, ohne hin und her. Also das nenne ich mal einen wundervollen Service. Ja, muss man auch mal dazu sagen. Gut, das Bildchen, wie gesagt, das kam Mitte letzte Woche an. Also die Lieferung dann, den kompletten Ersatz. Und ja, das wird jetzt halt bei mir noch ein bisschen warten müssen auf die Fertigstellung. So, 64, 65, so und so. Also eine Sparte würde mir fehlen. Ah, schade. Schade, schade, schade. So, einmal das Plastik. Alter Wildernsteinchen, oh nein. Auch noch ganz vom Anfang. Das siehst du mal. Ja. So. Hier werde ich jetzt hingehen und mir noch einmal das andere holen. So, hier habe ich ja noch den anderen Part. Mal schauen, wie ich das am besten jetzt mache. Denn dann kann ich es mir auch nach den Nummern sortieren. Das habe ich persönlich immer ganz gerne. Doch, 8, 7, 15, da. Passt. 62, 63, 64, 65, 66. Die passt nicht mehr. Also kommt die hier rüber. Die 69 und 70 und die 71 wäre genau noch 1 gewesen. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Die Sachen tue ich rüber. Hier packe ich die Steinchen noch rein. Oder ich packe sie hier hin. Vielleicht da dann noch mal eine Reihe von den Döschen. Denn dann fliegen die jetzt auch nicht so bei mir rum.
sondern sind ordentlich verpackt. Und können meine Güte, Konzentration. So. Und können dann einmal da drin sein. Genau. Dann ist es ja auch ganz gut, dass ich das noch einmal ausgedruckt hatte. Also dass ich da ja doppelt hatte. Weil dann packe ich das jetzt einfach lose hier mit drauf, damit ich weiß, wo die Steinchen einfach hingehören. Trotzdem finde ich persönlich für mich ist ein bisschen schöner, wenn alles in einem ist. Aber gut, manchmal ist es halt so und dann geht es so aus. Ich könnte jetzt noch hingehen und die Sachen noch umfüllen, wenn ich das wollte. Könnte ich mir auch einfach die Nummer hier ausschneiden und machen. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ich teste das jetzt erst einmal so und dann schaue ich weiter. Mal sehen. So. Dann kann das jetzt einmal zu. Das da auch. Das Tuch hier hebe ich auf. Und das sind, ich zeige es dir nochmal, die Farben von dem Bild. Sieht doch wirklich schön aus. Ist doch schön anzusehen. Oder was sagst du dazu? So. Ein bisschen chaotisch. Ich meine, hier bei manchen ist ja wirklich nicht viel drin. Aber trotzdem habe ich das dann lieber, wenn das im System mit drin ist, anstatt dass es in einem Zipbeutelchen so mit dabei liegt. Dann haben wir hier noch die 666. Das ist ja auch die Farbe, die ich nur im Beutelchen hatte. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich das hingelegt habe. Aber ich glaube, das hatte ich hier mit reingelegt. Da. So, das würde ich jetzt so drauflegen, weil das ist die Sonderfarbe, die gehört eigentlich nicht dazu und die würde ich wirklich nur auswechseln, wenn ich möchte. Das wäre auch das Zeichen. Wo wäre das denn? Ich hatte das eigentlich bei den Blüten getan, aber anscheinend habe ich das falsch in Erinnerung. Denn bei den Blüten drumherum ist das hier, die 601. Ach doch, also es sind, Moment, ich hole dich noch mal raus. Das ist hier oben bei den Blüten so ein bisschen hier bei den Umrandungen mit dabei. Und deswegen, ja, schaue ich mal, wie das so ist. So, ich räume jetzt noch kurz hier den Müll auf. Und dann bin ich sozusagen auch schon fertig mit der Schönheit hier. Ich bin, wie gesagt, echt mal gespannt, ob ich das... Ich würde es ja schon gern, also so eine Reihe, die eine Reihe hier von den Milchtütchen hätte ich schon gerne fertig. Das würde ich gern schaffen. Ich glaube, auch bei dem Bild starte ich von unten und gehe von unten nach oben. Weil hier oben
ist mehr Color Blocking. Und bei sowas, bei diesem viel Color Blocking, muss ich wirklich Lust zu haben. Und deswegen würde ich eher sagen, ich starte hier unten. Das macht mir jetzt am Anfang bestimmt mehr Laune. Ja, aber wie gesagt, erst am 1. August, der Freitag. Wie gesagt, heute ist bei mir Dienstag. Ich muss das Bildchen noch abfotografieren und in die Gruppe posten. Und dann denke ich mal, kann das Event von der lieben Farbenzauberwelt einmal starten. Freue ich mich schon drauf. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Es ist mal ein bisschen was anderes bei mir, weil ich abgekittet habe. Und eigentlich mache ich das meistens alleine. Ja, aber ich dachte, bei dem Bildchen hier nehme ich dich mal einen Teil mit. Ich hoffe, dich hat es gefreut. Ich hoffe, du konntest die Zeit genießen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag, genieß die Zeit, bleib gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!